Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und wünschen euch viel Spaß bei unserem neuesten Video. Der spannenden Algarve entlang sind wir weitergefahren bis zum südwestlichsten Punkt nach Sagres, wo wir diesen atemberaubenden Sonnenuntergang gefunden haben. Guten Morgen. Ich kann locker 70 zählen. Ja, für die Jahreszeit sind ziemlich viele Camper unterwegs. Wir sind ziemlich überrascht. Ja. Wir gehen jetzt Spotcheck machen, gucken, ob wir surfen können. Ich gehe Woolies surfen. Woolies ist ein Spitzname für Schafe oder auch für kleine Wellen. Und ich nicht. Ich bin zu faul und werde mal wieder ein bisschen filmen. Ich versuche es zumindest. Ja, kein Druck, ne? Kein Druck. Du packst das. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. So, Melinda ist am Surfen. Und Surfen ist halt eine knallharte Angelegenheit. Man hat mit sich selber zu kämpfen, weil es halt zum Teil Angst macht. Dann hat es ganz viele Leute im Wasser, Anfänger, dann die Superpros. Dann sind die Wellen schwierig. Und jetzt ich habe versucht ein bisschen zu filmen, damit sie sieht halt, was sie richtig macht und was sie noch besser machen kann. Und sie wird sicher sehr frustriert sein, weil sie bisher 2 Wellen jetzt nehmen konnte. Aber man muss einfach üben. Right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? You would tell me now. If I told you. Ja, das mit dem Surfen ist ja so eine Sache. Ihr habt euch vielleicht auch schon gefragt, wieso ihr uns noch nie im Video surfen gesehen habt. Aber nichtsdestotrotz, oder ein paar Clips konnten wir machen. Dann haben wir gemerkt, Mann, man kann es doch nicht so gut, wie sich anfühlt. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass wir in einem Land wohnen ohne Meer. Was auch zum Surfen gehört, was wir jetzt eben heute gemacht haben, Spotcheck. Das bedeutet, dass man halt von Strand zu Strand fährt und guckt, wie da die Bedingungen sind, ob die Wellen gut sind und ob man da surfen kann. Und das bedeutet ganz viel Autofahren, bis sich die Bedingungen für nichts. Meistens für nichts. Es ist nicht einfach. Surfen ist einfach nicht so. einfach. Du brauchst Ausdauer, du brauchst Mut, du brauchst Kraft. Viel Verständnis für das Meer, oder? Ja, genau. Die Wellen, also auch Für Erfahrung, oder? auch für das Wetter generell. Ja, Also ja. für Wind und die Gezeiten und
den Swell, also Ja. die Strömung des Meeres, und dann musst du die Wellen lesen können. Ja, man muss die Natur schon mit... Welche Wellen Ja. kannst du anpaddeln? Welche Wellen sind vielleicht eher zu gefährlich, weil sie gleich zuklappen? Auf welche Seite bricht die Welle? Ja, alles solche Sachen. Hm. Und wir sind auch nicht mehr 20. Nee, hier draußen. Puh, da haut Es haut rein. ja, Ne? Ich guck ziemlich auch, ja. rein, und ich muss schon sagen, ich bin froh, haben wir uns doch entschieden, nicht reinzugehen. Weil Ich sehe auch gerade die ganze Zeit, das ist also... ist echt, also ja, ja, also wir haben auch jetzt des Öfteren Leute gesehen, die ziemlich frustriert aus dem Wasser kamen. ja, genau. Und dazu möchte ich mal sagen, been there, done that. Das kenne ich alles. Surfen ist eben so hart und so oft so frustrierend. Irgendwann hat man dann die Schnauze voll und geht wieder raus. Ich Nach 5 ich fühle Minuten. mit euch allen mit. Ich kenne das. Ich war dort auch schon. Und ein schön, was dann aber ein schönes Gefühl ist, wenn man mal nicht derjenige oder diejenige ist, die frustriert draußen Genau. sitzt. Und halt trotzdem gesurft ist. Und Dann wenn merkt man- ja, dass man ein bisschen was gelernt hat, ein Genau. bisschen was besser macht. Aber es braucht so viel Zeit, es braucht so Ja. viel Energie. Es ist ein super schöner Sport, aber Und die Lernkurve, die ist unterirdisch. unterirdisch. All das macht tut man schon sich süchtig. an, für mal dann 3 Sekunden auf der Welle zu stehen. Falls ihr noch nicht surft und es euch überlegt anzufangen, nein, lasst es einfach. Sucht euch irgendein anderes Hobby. Ja, das war unser Wort zum Surf. Ja. Wir werden aber weiter surfen. Falls geil ist. Ja, Weder Empfehlung. Es ist halt Surfen schon lustig. bis dann. Tschüss. Auf Surfen. Wir sind zurück in Spanien. Yay. Und gerade an einem wunderschönen Observierungsplatz, wo man Vögel anschauen kann, bei einem Fluss, bei so einer Grünzone. Aber der Platz ist super verdreckt. Und er ist wirklich so verdreckt, dass Melinda sich entschlossen hat, den Abfall zu sammeln. Oder also halt ein bisschen Abfall zu sammeln. Weil es ist halt echt krass. Ist echt eklig. So viel habe ich schon in 5 Minuten oder so. Oh. Plastik, Karton, Alu, alles ist dabei. Verstehe ich echt nicht. Wir wollten gerade losfahren von dem schönen Stellplatz, den wir euch gestern gezeigt haben beim Müllsammeln. Und dann kam eine ganze Schulklasse. Auf Exkursion und Entdeckungsausflug Ja. irgendwie. Wir waren irgendwie, weiß nicht, 50 Schüler Locker, und ja. Schülerinnen. Und die waren sehr, sehr neugierig und kamen dann zu uns, haben mit uns gesprochen. Mit Varvara konnten sie natürlich gut Spanisch sprechen, mit mir ein bisschen Englisch. Ein bisschen verstanden habe ich das Spanische, aber ich habe dann auf Englisch Antwort gegeben und das ging eigentlich ganz gut. Und das war Wir hatten eine Traube von 15, 10 Ja, mindestens. 12-Jährige, 12, ja, sie haben mir gesagt, sie sind 11. 11. Genau. Mit einer Röhre, jeder lauter als der andere und jede lauter als die andere, weil damit man hören kann. Sie waren sehr offen, sehr neugierig und Konnte es nur die war- Hälfte glauben von dem, was wir ihnen erzählt haben, oder? Genau. Dass wir mit dem Auto hierher gefahren sind. Genau. Aus der Hab immer Schweiz. wieder gefragt, ja, ob wir mit dem Flugzeug gekommen wären. Wir immer, nein, wir sind gefahren. Ja, die konnte, oder ob wir da drin schlafen im Camper, das wollten sie auch nicht so richtig glauben. Und es war echt eine schöne und freundliche auch Begegnung. Es war echt schön. Ja, geil. Sie waren Ja. sehr
Ja, es war Sehr lieb, sehr nett, sehr laut. sehr laut. Aber es war echt, das war eine tolle Erfahrung. Ja. Wir sind gerade im Campingstellplatz in Sevilla angekommen, sind sehr freundlich empfangen worden. Und jetzt haben wir gerade gemerkt, dass der Zug durch quasi unsere Stube fährt. Hoffentlich nicht die ganze Nacht. Total cool. Melinda macht noch etwas zum Mittagessen und dann gehen wir in die Stadt. Nochmal essen. Nochmal essen und auf Entdeckungstour. Te voy a contar un cuento para que te quede dormida. Voy a contar un cuento para que te quede dormida. Y en el mundo de los sueños, sueño que solo eres mía. Una sola estrella, el viento se mueve en cama, florece la primavera y se enciende el firmamento cuando te tengo a mi vera. Que te quiero y tanto, te quiero tanto, niña, tanto te quiero, que si tu amor no sabía a lo que es cielo. Und ich bin gerade dabei, meine Drohne am verpacken. Und dann kommt das alles in eine Box. Und dann versuche ich es diesem Agenten zu geben, wo wir die Tickets kaufen für die Fähre. Wieso wir unsere Drohne verpacken und wohin die Reise mit der Fähre geht, erfahrt ihr im nächsten Video. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut!